Hallo, hier ist Barbara Hirsekorn von der Aquarellwerkstatt. Herzlich willkommen zum neuen Film hier auf meinem Kanal. Normalerweise arbeiten wir im Aquarell vom Hellen zum Dunklen. Das heißt, zunächst werden die hellen Bereiche im Bild gemalt und dann nach und nach wird immer dunklere Farbe darüber geschichtet, damit das Aquarell tiefe und auch kräftige Farbtöne bekommt. Heute drehen wir dieses Prinzip um und wir beginnen mit den dunklen Farben und lasieren dann die helleren Schichten darüber. Du denkst, das kann nicht funktionieren? Dann schau doch das folgende Video an. Bevor ich mit dem Malen beginne und euch die faszinierende Technik von dunkel nach hell im Aquarell zeige, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns immer hier auf dem Kanal über eine Wertschätzung unserer Arbeit. Wir stellen ja alle 14 Tage ein neues Aquarellvideo für euch her, das völlig kostenlos hier auf YouTube für alle zu sehen ist, und freuen uns über einen Like oder einen Kommentar hier unter dem Video. Auch ein Abonnement unseres Kanals hilft uns sehr, denn der Algorithmus mag es, wenn sehr viele Leute einen YouTube-Kanal abonnieren. Dann rutscht man im Ranking der Videos nach oben, wird öfter angezeigt und das hilft langfristig auch dem Kanal. Also vielen Dank für diese Unterstützung. Für alle, die noch weiterführende Inhalte möchten, haben wir unseren Mitgliederbereich eingerichtet. Hier findest du alle Infos unter dem Video. Steady, meine Unterstützung, heißt der Link, der unter dem Video in der Videobeschreibung zu finden ist. Und dort erfährst du alles über die zusätzlichen Angebote im Unterstützerbereich. Über 650 Mitglieder machen schon mit. Wir freuen uns sehr darüber und versuchen unsere Angebote auch immer noch auszubauen. Am nächsten Dienstag, das ist der 10. Oktober 2023, gibt es zum Beispiel hier einen Livestream auf YouTube. Ich male die Wasserschildkröte, das ist ein Motiv aus einem vergangenen YouTube-Film. Und alle Unterstützer ab einem Paket von 5 € und aufwärts sind eingeladen, abends mit mir mitzumalen. Im Chat können dann die Fragen gestellt werden und ich werde sie live und in Echtzeit beantworten. Diese Livestreams machen wir ja in regelmäßigen Abständen und sie werden auf der Steady-Unterstützerseite gespeichert, sodass man sie sich immer wieder, auch wiederholt, anschauen kann. Die monatliche Unterstützung unseres Kanals, die es wie gesagt in mehreren Paketen gibt, ist monatlich kündbar und auch wechselbar. Ich denke, es ist eine feine Sache, unsere Arbeit hier wertzuschätzen, zu unterstützen und den Kanal weiter voranzubringen. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los mit unserer faszinierenden Technik Aquarell von dunkel nach hell. Die Materialien für den heutigen Film sind folgende Farben: Opernrosa von Winsor Newton, Indisch-Gelb von Schminke, Kobalttürkis Light von Winsor Newton und Französisch Ultramarinblau von Schminke. Ich arbeite auf einem Zellulosepapier. Dies ist das Papier Le Rouge von Hahnemühle. Es würde aber auch jedes andere preiswerte Zellulosepapier sehr gut funktionieren. Zum Beispiel Bösner Aquarellblock, Canson Papier oder verschiedene Hahnemühle-Papiere, die jedoch keine Büttenpapiere sein sollten. Ich benötige meine kleine Sprühflasche und die 3 Pinsel aus meiner eigenen Pinselkollektion, ein Eichhörnchenhaarpinsel Größe 12, der Rotmarderhaarpinsel Größe 10 und ein kleiner Synthetikpinsel in der Größe 6. Der Auswaschpinsel ist der Flachpinsel der Firma Da Vinci in der Größe 10 und ein Pinsel zum Spritzen, das ist der Prada-Pinsel der Firma Escoda in der Größe 6. Zunächst werfen wir einen Blick auf das Arbeitsblatt zum Thema Aquarell ganz anders von dunkel nach hell, welches ich für meine Kurse erstellt habe. Ich arbeite in dieser Technik überwiegend mit nur 3 Farben, mit Indisch-Gelb, Opernrosa und Französisch Ultramarin. Dies sind transparente Aquarellfarben und das Französisch Ultramarin ist zusätzlich noch stark granulierend. Als Zusatzfarbe kommt häufig noch Kobalttürkis Light zum Einsatz. Das Besondere an dieser Technik ist, wie schon eingangs gesagt, dass zunächst im ersten Farbauftrag die dunklen Schatten gemalt werden. Später werden die helleren Farben über die dunklen Flächen gesetzt und es entstehen dadurch ganz malerische Verläufe. Hier liegt nun schon die Skizze für das heutige Motiv. Skizze und Referenzfoto bekommen die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugeschickt. Falls du diesen Service auch nutzen möchtest, findest du unter dem Video in der Videobeschreibung den Link zu Steady, meine Unterstützung. Ab einem monatlichen Unterstützerpaket von 2 € bist du dabei und bekommst auch Skizze und Referenzfoto immer zum neuesten Film per Mail zugesendet.
Ich mische mir nun eine relativ dicke Creme aus Ultramarinblau, Opernrosa und Indischgelb. Alle drei Farben ergeben gemeinsam ein sehr dunkles Graublau. Und mit dieser recht cremigen Mischung male ich alles, was in meinem Bild besonders dunkel erscheint. Ich setze also hier im ersten Farbauftrag, so ähnlich wie es auch ein Ölmaler tun würde, die dunklen Flächen zuerst aufs Blatt. Ich werde häufig gefragt, ob man jedes Motiv in dieser Technik malen könnte. Ich denke, das kann man durchaus versuchen, aber besonders kontrastreiche und leuchtende Motive, vielleicht auch mit starken Oberflächenstrukturen, eignen sich meiner Meinung nach besonders für diese Technik. Beim Malen der dunklen Flächen achte ich darauf, dass die Farbe wirklich cremig aufgetragen wird. Andererseits ist sie jedoch so feucht, dass die Pigmente auf dem Papier immer noch ein wenig schwimmen. So entsteht eine gleichmäßige Fläche und einzelne Pinselspuren werden nicht so stark sichtbar. Für diesen Farbauftrag verwende ich gerne einen nicht so großen Pinsel aus Naturhaar. Hier ist es der Rotmalerhaarpinsel Größe 10 aus meiner eigenen Pinselkollektion. Er nimmt sehr viel Farbe auf und gibt sie gleichmäßig und lang anhaltend ab. Dadurch ermöglicht er einen gleichmäßigen und weichen Farbauftrag. Alle Gefäße werden nun mit einer relativ gleichbleibenden Mischung aus den drei Grundfarben Französisch Ultramarin, Opernrosa und Indisch Gelb gemalt. Nur bei der Birne halte ich den Farbauftrag etwas wässriger, denn hier möchte ich im Schattenbereich später nicht ganz so dunkel werden. Dieser Farbauftrag muss nun wirklich sehr gründlich trocknen. Meistens lasse ich das Bild jetzt einen Tag liegen und arbeite am nächsten Tag weiter. Dann kann ich sicher sein, dass die Farbe auf dem Papier ganz trocken ist. Auch dieses Aquarell, welches ich hier im Film male, wird wieder auf der eBay-Plattform versteigert. Ihr könnt also das Original-Aquarell erwerben in einer kleinen Versteigerung. Sie wird von jetzt sofort, also Samstag, den 7. Oktober bis Dienstag, den 10. Oktober andauern und ihr habt die Möglichkeit, auf das Aquarell zu bieten. Der Höchstbietende bekommt das Original-Aquarell dann per Post zugeschickt. Den Link zu eBay und zur Versteigerung findet ihr direkt unter dem Video in der Videobeschreibung. Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Bieten und nun geht es weiter mit dem zweiten Farbauftrag. Ich beginne nun mit verschiedenen Orangemischungen die Flächen des ersten Kupfertopfes zu malen. Ich mische Opernrosa und Indischgelb und nehme auch eine winzige Spur Ultramarinblau mit in die Mischung. Die Farbe ist nun deutlich wässriger als beim ersten Farbauftrag. Ich gehe mit dieser Lasur auch über die dunklen Bereiche hinweg. Ich habe jetzt den Pinsel gewechselt. Ich arbeite mit einem Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, auch hier wieder aus meiner eigenen Pinselkollektion. Die Eichhörnchenhaare halten besonders viel Wasser und haben einen sehr weichen Haarkörper. Dies ermöglicht mir einen ganz wässrigen Farbauftrag. Ihr könnt sehen, wie viel Tropfen sich im unteren Bereich der Farbpfütze ansammelt. Dieser Tropfen ist sehr wichtig, denn je feuchter ich die Farbe aufsetze, umso mehr kann sich das Pigment bewegen und es entstehen auf dem Papier die spektakulären erwünschten Verläufe. Auch der schräge Pinselstrich, vergleichbar mit dem Schraffieren eines Stiftes, bringt die Pigmente auf dem Blatt in Schwung. Sie fließen nicht gerade nach unten, sondern werden durch die Schrägschraffur immer etwas durcheinandergewirbelt und dadurch entsteht eine etwas lebhaftere Optik. Je näher ich dem Schattenauftrag komme, umso dicker wird meine Farbmischung. Über dem Schatten male ich mit einer cremigeren Konsistenz der Farben Opernrosa, Indischgelb und Ultramarinblau. Dabei löse ich die darunterliegende dunkle Farbmischung etwas an. Es entsteht eine schöne Verbindung zum helleren Bereich des Topfes.
Am unteren Bildrand sammelt sich ein dicker Tropfen Farbe und Wasser. Ich sauge ihn mit der Pinselspitze ab. Mit klarem Wasser spritze ich einige Tropfen in die halbfeuchte Fläche und bekomme noch mehr Struktur. Einige Tropfen Cobalt-Türkis Light, auch mit dem Kunststoffpinsel in die noch feuchte Fläche hineingespritzt, sorgen für ein wenig Patina auf dem alten Kupfertopf. Den kleineren Topf möchte ich nun in einer Gold-Messing-Farbe anmalen und verwende hierfür in der Mischung etwas mehr Indisch-Gelb. Es sind aber auch wieder alle 3 Farben am Start. Also viel Indisch-Gelb, etwas Opernrosa und auch ein Hauch Französisch-Ultramarin. Das Französisch-Ultramarin sorgt in der Mischung für die Granulation und gibt den gewünschten antiken Effekt. Etwas Cobalt-Türkis Light kommt auch mit in die Mischung. Ich mag diesen subtilen grünlichen Schimmer auf der Oberfläche sehr. Den Schatten löse ich mit der hellen Farbmischung wieder an und schaffe einen schönen Übergang zwischen dem hellen und dem dunklen Bereich des kleinen Topfes. Die dritte Kupferkanne halte ich farblich etwas ruhiger. Sie liegt ja auch überwiegend im Schatten und ich setze hier eine Mischung aus Opernrosa, Indischgelb und relativ viel Blau über die dunkle Fläche, um einen rötlichen Braunton zu erzeugen. Auch hier spritze ich in die halbfeuchte Fläche wieder Wassertropfen und auch einige Tropfen Cobalt-Türkis Light hinein. Für die Birne mische ich mir Indisch-Gelb, Cobalt-Türkis Light und ein wenig Ultramarin zu einem gelblichen Grünton. Ich beginne mit einem wässrigen Farbauftrag auf der lichten Seite und halte die Farbe immer cremiger, je weiter ich in den Schattenbereich komme. Den Lichtfleck lasse ich zunächst weiß stehen und werde ihn später dann mit dem Pinsel etwas anlösen. Ein wenig Opernrosa ist hier im schattigen Bereich der Birne auch mit dabei, um die Reflexionen des roten Topfes auf der Oberfläche der Birne anzudeuten. Im Birnenstiel arbeite ich mit Ultramarinblau und den beiden anderen Farben und ich setze auch einen kleinen Schatten zwischen Stiel und Birne. Das Regalbrett, auf dem mein kleines Stillleben aufgebaut ist, feuchte ich nun mit klarem Wasser an und mische mir dann ein neutrales Braun aus Opernrosa, Französisch Ultramarin und Indisch Gelb. Diese Farbe setze ich jetzt in die nasse Fläche. Ich arbeite hier mit sehr viel Wasser, sodass die Pigmente sich auf dem Blatt ganz selbstständig vermischen können. Über den zuvor angelegten dunklen Schatten gehe ich mit dieser wässrigen Mischung hinweg. In die noch sehr nasse Farbe tropfe ich nun mit dem Eichhörnchenhaarpinsel einige rot-orangene Farbspuren. Auch hier darf sich das Pigment selbstständig auf dem nassen Papier ausbreiten.
In den Hintergrund möchte ich nun auch einen ganz leichten Farbauftrag setzen. Ich feuchte zunächst die gesamte Hintergrundfläche an. Mit einer leichten Mischung aus Kobalttürkis Light, etwas Indischgelb und ein wenig Opernrosa tropfe ich Farbspuren in die nasse Fläche. Ich sprühe mit der Sprühflasche hinein und helfe den Pigmenten, sich weich auf dem Papier miteinander zu verbinden. Dieses Spektakel der Pigmente auf dem Papier kann man jetzt einfach nur genießen. Ich drehe und wende mein Blatt und halte es relativ steil, damit die Pigmente auf dem Papier richtig gut in Schwung kommen. Mit dem Pinsel schließe ich kleinere Lücken und sauge auch die größten Tropfen, die sich am unteren Rand sammeln, mit der Pinselspitze ab. Dass sich gelegentlich Konturen, zum Beispiel beim Henkel und Griff der Kupfertöpfe, anlösen, finde ich sehr charmant und es passt gut zum Charakter der morbiden Objekte meines Stilllebens. Ich spritze noch ein paar grünliche Tropfen in die Hintergrundfläche und dann bin ich mit dem Hintergrund zufrieden. Der nächste Arbeitsschritt in dieser Technik ist eine kleine Belohnung für die anstrengenden und aufregenden Farbaufträge, die hinter uns liegen. Jetzt geht es ans Auswaschen der helleren Details. Mit einem nebelfeuchten Kunststoff-Flachpinsel hole ich nun die helleren Flächen aus meinen Objekten heraus und bringe die Oberflächen so zum Glänzen. Das sehr stark verleimte Oberflächen-Zellulosepapier, welches ich hier verwende, sorgt durch den starken Leim auf der Oberfläche dafür, dass sich die Farben auch wieder gut abheben lassen. Ich kann also feinste Linien und auch ganze Flächen ohne Probleme aus sehr dunklen Farbaufträgen wieder herauslösen. Diese Detailarbeit macht mir persönlich immer besonders viel Spaß, denn ich kann jetzt feine Einzelheiten quasi wie mit einem Radiergummi in mein Bild hineinzeichnen. Ich schaue jetzt immer mal wieder auf mein Referenzfoto und entdecke manchmal noch Details und Einzelheiten, die ich jetzt heller ausarbeiten möchte. Wir gehen durch diesen Prozess jetzt im Zeitraffer. Das gesamte Bild wird quasi noch einmal überarbeitet.
Den Henkel der kleinen Dose und auch einige andere Details möchte ich jetzt noch etwas überarbeiten. Ich setze hier etwas dunkle Farbe ein, um teilweise verloren gegangene Konturen nachzuarbeiten. Das Korrigieren mit dunklen Farben, um Details einzutragen, geht selbstverständlich auch in dieser Technik. So, das war's schon wieder für heute aus der Aquarellwerkstatt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und es war auch hilfreich für dich. Wenn dich diese Technik Aquarell ganz anders von dunkel nach hell interessiert, dann schau mal auf meiner Website. Es gibt immer mal wieder Live-Präsenzkurse zu diesem Thema in meiner Heimatstadt Kiel oder auch Malreisen mit Schwerpunkt Aquarell ganz anders in ganz Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn du dann einmal dabei bist. Und sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.